Liebes Tagebuch. Heute habe ich nicht viel Zeit. Eine Belagerung steht bevor und ich muss mit den Männern noch die Räuberleiter üben. Die letzten Monate waren sehr aufregend. Während ich also auf den Feldern auf eine Möglichkeit wartete, den feindlichen Hof einzunehmen, erreichte mich die Kunde, dass der grausame und gefürchtete dicke Mann gestorben war. Das Feuer brennt erbarmungslos. Doch keine Flamme hält ewig. Wenn es ihr an Luft fehlt, wird sie klein, beginnt zu flackern und erlischt. Der Tyrann ist tot. Ob das eine gute Nachricht ist, vermag ich noch nicht einzuschätzen. Sicher ist jedoch, dass sein Thron nun nicht mehr so viel Last auf sich tragen wird. Der Erbe Dongming ist erheblich schlanker. Unbeeindruckt davon umstellten meine Männer den Hof und bereiteten sich auf eine kurze Belagerung vor. Lange würden die Nahrungsvorräte der Hans nicht ausreichen. Wenn ihr eine Komturei verwaltet, Ach ja, im letzten Eintrag erzählte ich noch nichts von dieser einen Frau, die mir ständig in meine Gedanken fiel. Sie meldet sich immer dann zu Wort, wenn es nicht passt. Also eigentlich immer. Und redet und naja. Ausbalanciert sein, damit eure Fraktion wachsen und gedeihen kann. Die Untergebenen sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Apropos Untergebene. Ich musste mich mit der Zufriedenheit meiner Generäle und Familie rumschlagen, und damit sie nicht die ganze Zeit nörgelt, ich würde mich nicht um sie kümmern, beförderte ich meine Frau. Das versprach zumindest ein wenig Ruhe. Ruhe hatte ich bei meiner Belagerung überraschenderweise keine. Das Han-Kaiserreich erhielt tatsächlich Verstärkung. Sie stellten uns an einen Fluss. Da sie deutlich in der Überzahl waren und ich meine Männer nicht wieder durch nasses Gelände führen wollte, zog ich mich wich ihnen taktisch aus. Wir müssen zurückfallen, doch der Krieg ist nicht vorbei. Und dann kam der Krieg zu uns. Der gelbe robentragende Wang Lang kam nicht zu uns, um zu fragen, wo lang, sondern um uns den Krieg zu erklären. Nun waren unsere Widersacher also nordwestlich und südöstlich von uns anzutreffen. 2 Fronten. Was sollte schiefgehen? Letztendlich war ich nicht sehr betrübt darüber. Je mehr Feinde, desto häufiger ergab sich die Möglichkeit, ruhmreich aus Schlachten hervorzugehen. Eure Geschosseinheiten sollten sich im Gefecht weit hinten halten. Zurück zu Hause rekrutierte ich umgehend neue Mannen, um der steigenden Gefahr etwas entgegenzusetzen. Die Verwaltungskanzlei und Reformen sollten meine Wirtschaft stärken. Sollten die Feinde nur kommen. Und sie kamen. Yuan Shao wollte uns nun auch bekriegen und feindliche Truppenverbände liefen durch unser Hoheitsgebiet. Na, warte. Ein weiterer Schritt in Richtung Ordnung. Nachdem die Han-Truppen besiegt wurden, holte ich zum Gegenschlag aus, um das Ackerland endlich einzugliedern. Nach einigen Monaten war ich wieder vor dem Hof und verlangte die Kapitulation. Stolz wie sie waren, würden sie sicherlich nicht akzeptieren. Heute beseitigen wir eine Gefahr für China. Oh. Cheng war nun wieder unter einem Banner vereint. Die Feinde im Norden erstmal zurückgedrängt. Wang Lang, wir kommen. Ich erspare dir an dieser Stelle die ganzen kleinlichen Diplomatie-Plänkeleien und das ständige Hin und Her mit den anderen großen Anführern, bei denen ich ebenfalls große Probleme hatte, mir die Namen zu merken. Zum Glück hatte mir jemand bereits Kärtchen mit Bildern angefertigt, mit denen ich es in den Verhandlungen etwas einfacher hatte, mein Gegenüber richtig anzusprechen. Unterwegs sammelte ich neue Erfahrungen und ehe ich mich versah, standen wir vor den Toren Pengchengs. Keine Gnade!
Ihr habt eine Belagerung eingeleitet und nun steht euch eine Reihe von Strategien zur Verfügung. Wang Lang versteckte sich dort, also ließ sich Rammböcke bauen und Tunnel ausheben. Das würde aber einige Zeit dauern. Also ließ sich zu Hause Gebäude errichten. Während der Winter die Landstriche dort sanft umhüllte und in ein schönes Weiß tauchte, tobte rund um Pengsheng noch immer die Belagerung. Nur das ständige Glühen der Geschosse erhellte die Nacht. Dann, die Sonne war gerade aufgegangen, griff Wang Lang an. Ich blickte der Schlacht entschlossen entgegen. Waren meine Krieger schon kampferprobt genug, um mich nicht zu enttäuschen, und treue Freunde an meiner Seite? Bei einem Gegner, der mit einem Fächer in den Krieg zieht, naja, da kann ja nicht viel schiefgehen. Während die Hauptstreitmacht auf den Gegner zumarschierte, wurden die Kavalleristen auf die Flügel geschickt, um von dort aus den Feind in die Zange zu nehmen. Das Gefecht startete mit einem Pfeilhagel. Es dauerte nicht lange, da waren die Nahkämpfer gebunden und die Reiterei konnte frohen Mutes die feindlichen Fernkämpfer freundlich fortschicken. Fortan war die Frage nicht mehr ob, sondern mit wie vielen Gefangenen wir diese Schlacht siegreich beenden würden. Netterweise kam feindliche Verstärkung, die sich ebenfalls bereit erklärte, zerschmettert zu werden. Ein Kamerad wird angegriffen! Lasst euren Zorn aus! In der Mitte des Schlachtfeldes entstand ein großes Kuddelmuddel, in dessen Kern die gegnerischen Soldaten gefangen waren. Sie hielten nicht lange durch. Die feindlichen Krieger rennen! Ha! Nun gab es nur noch eines zu tun: die flüchtenden Soldaten zu verfolgen. Und, naja, Feindlicher General fällt! der Fächer war eh hässlich. Die Stadt lag nun direkt vor uns, doch bevor ich angriff, sollten meine Krieger rasten. Sie hatten sich diese Pause verdient. Diese ist nun vorbei. Deshalb entschuldige mich ein wenig, liebes Tagebuch. Wir hören uns schon bald wieder. Dein Cao Cao.